Ja, bereits bevor es mit Corona so richtig losging, haben ja Peter Fronius und Gregor Krems-Müller ihren Marc-Schweiß-Kurs bei uns gemacht. Dann kam der Lockdown dazwischen, Zeit ist vergangen. Trotzdem, wir möchten euch das Video vom Marc-Schweiß-Kurs nicht vorenthalten. Wie ihr im Hintergrund seht, wird die Schweißakademie bei uns ja gerade umgebaut. Die wird dann bald in neuem Glanz erstrahlen und das ist ja ein Schweißkompetenzzentrum. Da kann man dann auch bald den zertifizierten Anlagenmonteur bei uns machen, aber auch verschiedenste Kurse im Thema Schweißen. Und vor kurzem war Peter Fronius mit einer Abordnung von Fronius bei uns im Haus und hat einige Mitarbeiter von uns interviewt. Worum es dabei ging, erfahrt ihr jetzt. Peter, was macht ihr genau bei uns? Das Ziel von unserem Termin heute, wo wir sehr froh sind, dass wir da sein dürfen, ist, dass wir uns die Anforderungen von Schweißgeräten der Zukunft von Profis durchdiskutieren und diese Anforderungen dann einfach einfließen lassen in Gerätegenerationen, die wir zukünftig auf den Markt bringen werden. Es geht uns hier sehr stark um die ganzen Themen wie Bedienung, Einfachheit von Bedienung, aber auch Sicherheit der Bedienung von einem Schweißsystem und wie man einfach Dinge für den Schweißanwender einfacher und besser machen kann. Die Firma Fronius kann natürlich bei uns auf einen riesengroßen Erfahrungsschatz zugreifen. Wir können sehr viel darüber erzählen, was wichtig ist auf der Baustelle, wo es wichtig ist, dass man Ergonomie verbessert, wo man vielleicht die Sicherheit der Anwendung auch verbessern kann. Und es muss natürlich auch unter widrigsten Bedingungen bei Wind und Wetter immer sehr einfach zu bedienen sein, das Gerät. Und diese Grundlagenforschung, die hier betrieben wird, wann werden die in fertigen Produkten bei Fronius aufschlagen? Das wird die Zukunft zeigen. Das war also auch eine super spannende Sache, aber jetzt geht's los mit dem Marc-Schweiß-Kurs. So ein altbekanntes Bild, Schweißkurs Teil 2. Unsere Teilnehmer Peter Fronius und Gregor Krems-Müller haben ja schon den ersten Teil unseres Kurses hinter uns gebracht, Elektrodenschweißen. Und jetzt geht's wirklich ans Eingemachte. Was steht am Programm, Gerhard? Ja, es ist der nächste Kurs geplant und zwar Marc-Schutzgasschweißen. Nur mehr viel Theorie, viel Maschinenkunde. Handling müsste eigentlich vom Elektrodenschweißen noch so viel da sein, dass das relativ rasch geht. Also ihr hört schon, der Gerhard hat da hohe Erwartungen in euch. Erwartet da, dass das Handling einfach nur da ist vom letzten Kurs. Seid noch voll drauf beim Schweißen? Ich hoffe es, die Motivation ist auf jeden Fall da und ich bin überzeugt davon, dass das auch super funktionieren wird. Habt ihr zwischenzeitlich einmal geübt, einmal was geschweißt? Nein, ist sie noch nicht ausgegangen, aber für den Hausgebrauch kann man ja mit Marc-Schweißen am meisten machen, oder? Habe ich so verstanden. Also frag mich vor dem nächsten Kurs. Okay. Das ist auf alle Fälle sinnvoll, dass man den zweiten Kurs macht. Es gibt ja 5 Teilbereiche. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir es an, oder? Zuerst Theorie, dann Praxis. Und jetzt starten wir. Super. Ja, und in diesem Video erhaltet ihr noch jede Menge Pro-Tipps vom Experten, also dranbleiben, ihr könnt was lernen. Zufrieden, Gregor? Eigentlich schon, ja. Schaut top aus, in der kurzen Zeit, Wahnsinnsnot. Also jetzt haben wir auch eine perfekte Naht von Peter Fronius. Super, ich bin sehr froh, dass der Gerhard das jetzt so bewertet hat, dass er sagt, das passt, fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich finde, das schaut perfekt aus. Das war ein extrem wichtiger Faktor, dass sie vorher die Ausbildung im Elektrodenschweißen gemacht haben. Die Elektrode hat sie eigentlich dazu erzogen, dass das jetzt so schnell geht und so einfach ausschaut. Also alles nach der Reihe, nichts überstürzen, alles nach Plan Gerhard. Eins nach dem anderen. Systematisch aufbauen, der Weg der kleinen Schritte ist der beste. Ja Gerhard, Pro-Tipp Nummer 1, auf was kommt es an, wenn man die Stärke des Vorschubs einstellt von dem Draht?
Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass die Vorschubrollen hundertprozentig zum Drahtdurchmesser passen müssen, ja, und dass der Anpressdruck bei dem Vierrollenantrieb nicht so hoch ist, ja, weil wenn man da zu viel anzieht, ja, dann presst man den Draht zu stark in die Trapeznut rein und somit kann es sein, dass man den Draht deformiert. Das führt so weit, dass der teilweise sogar einen Grat bildet und der schleift sich dann am Weg zum Brenner in der Stahlseile ab. Und wie kann ich jetzt den richtigen Druck einstellen? Gibt es da irgendeine Regel? Oder? Es gibt eine Regelung, aber am gescheitern ist noch Gefühl. Okay, und wenn ich das nicht habe? Wenn ich jetzt da den Draht einschalte und ich kann den Draht festhalten, dann ist es zu leicht eingestellt. Dann gehe ich um einen Strich laufe, bis dass der Punkt erreicht ist, wo ich den Draht gerade nicht mehr festhalten kann. Und dann ist der Anpressdruck richtig eingestellt. Okay. Eigentlich ein super Tipp, relativ einfach nachzuvollziehen. Pro-Tipp Nummer 1, Dankeschön Gerd. Gern geschehen. Pro-Tipp Nummer 2, freut natürlich jede Firma, wenn sich der Arbeiter so verhält, nämlich Drahtsparen ist auch wichtig, oder? Was müssen wir jetzt beachten, nachdem wir mit dem Schweißen fertig sind? Ja, jetzt haben wir so viel Draht rausgelassen, das werden wir wohl nicht wegzwicken, der hat ja nichts verbrochen, der ist gut. Das heißt, wir lösen den vorherigen Antrieb und ziehen den Draht zurück. Das ist genau das Gleiche bei jedem Drahtdurchmesserwechsel oder bei jedem Rollenwechsel. Der Draht wird nicht da hinten abzwickt und nach vorne ausgezogen und die 4 Meter oder 5 Meter Schlauchpakettlänge wird der Draht da nicht gehauen, sondern der Draht wird zur Gänze wieder zurück auf die Spule aufgewickelt und dann wieder verwendet. Jawohl, das ist nachhaltig, das gefällt uns. Pro-Tipp Nummer 2. So, Pro-Tipp Nummer 3 hat mit Bremsen zu tun, denn auch eine Schweißmaschine wie die Mark-Schweißmaschine hier von Fronius, die hat eine Bremse. Natürlich kann es ab und zu anfangen, so wie jetzt, wie wir es gerade gehört haben, dass die zum Quietschen anfängt, durch die Reibung dahinter. Ja. Ja, was mache ich dann? Dann gebe ich ein bisschen Öl dazu, oder? Es gibt leider Gottes einige, die schmieren das mit Fett, mit Stauferfett. Ja. Ist eher kontraproduktiv, weil der ganze Dreck hängen bleibt. Ist eigentlich blöd, als wenn man es nicht geschmiert hat. Da gibt es einen ganz einfachen Schmäh. Okay. Man schmiert das mit einem Federweiß oder mit einem Talkum oder mit dem Magnesium der Kletterer. Gibt es in jeder Drogerie oder Sportgeschäft. Und da bleibt nichts hängen und die Quitscherei ist erledigt. Super, Pro-Tipp Nummer 3. Dankeschön, Gerhard. So, wir machen jetzt eine kleine Exkursion in die Werkshalle, um zu sehen, was mit dem Mark-Schweißverfahren alles für Bauteile in der Realität, in der Praxis auch gebaut werden und was da für Einsatzgebiete gibt. Einfach mal runter. Das ist ein typisches Mark-Schweiß-Einsatzgebiet, oder? Korrekt, richtig. Wir haben da die Wurzel aufgrund der hohen Qualitätsanforderungen mit WIC gemacht. Okay. Dann eine Stützlage und die weiteren Fülllagen und Decklagen sind dann mit Mark fertiggestellt worden. Die WIC-Wurzel aufgrund von der hohen Qualitätsanforderungen und das Mark ist einfach das Wirtschaftlichste, was man bei so einem Bauteil machen kann. Okay. Geht am schnellsten, ist am wirtschaftlichsten. Genau, richtig. Okay. Ja, und das Teil kommt dann insgesamt auf ein weit größeres Teil noch draufgeschweißt, oder? Genau, richtig. Der Dampfspeicher selbst hat 4,20 Meter Durchmesser und 40 mm Wandstärke. Auf den ist nachher der Dampfsammler mit die 12 Meter Länge aufgesetzt. Es ist schön, dass man jetzt einmal auch versteht, wie das, was wir gerade gelernt haben, in der Praxis dann eingesetzt wird. Unsere Arbeiter, die haben natürlich Top-Geräte auch im Einsatz und da hinten schauen wir uns gleich eins an. Und hier haben wir so eine moderne Fronius Schweißmaschine. Was haben wir da genau für ein Gerät? Haben wir in dem Fall eine TPSI 500. Das ist unsere Intelligent Revolution, neueste Generation Schweißtechnik und das ist richtig cool. Das sind alles Funktionen, die dem Schweißer in der Praxis das Leben erleichtern und auch die Produktivität steigern. Und das zahlt sich dann am Ende des Tages für ein Unternehmen eben aus, diese Zusatzfunktionen zu verwenden, weil man schneller und produktiver eben arbeitet. Also Hannes, diese Top Fronius Schweißmaschinen, wie viele habt ihr von denen und seit wann habt ihr sie im Einsatz? Wir haben von denen 6 Stück da am Standort im Einsatz. Seit einem Dreivierteljahr sind hochzufrieden. Diese vielen Funktionen hier am Fronius Schweißgerät sind also nicht nur Spielereien, sondern die werden auch wirklich verwendet. Ja, richtig. Also das ist jetzt nicht einfach, weil man sagt, man kann da filmen und umdrucken, sondern es macht ja wirklich Sinn. Man sieht das einfach an der Qualität vom Schweißprozess selbst.
Peter, jetzt beim Brechtest ein leichter Rückschlag. Ja, definitiv. Kante nicht voll erfasst. Kante nicht erfasst. Zurück an den Start und üben und dann werden wir das hoffentlich schon schaffen, aber im Moment sitzt der Frust kurz einmal tief. Die Musterschüler haben einen Fleck gerissen. Genau, aber nichtsdestotrotz, darum sind wir da, dass wir das üben und Ja. weiter geht's. Keine Okay. Ausreden. Also Gregors Prüfungsnaht ist fertig beim Steignahtschweißen. Schauen wir uns die mal genauer an. Sieht sehr ordentlich aus. Zufrieden? Absolut zufrieden. Anstrengend. Also 4 Minuten an dieser Naht geschweißt. Circa 2 Kilo Stahl sind jetzt da drin. 18 Meter, unglaublich. Ja, Gerhard, nach Zwischenschwierigkeiten, auch in der Qualität der Schweißnähte, haben sich die Jungs jetzt extrem gesteigert. Das Prüfstück Nummer 1 ist fertig worden. Und jetzt auch schon beim Steignahtschweißen haben wir auch beide schon ein Prüfstück abgeliefert. Die Qualität passt jetzt, oder? Die Qualität passt, also nach einem kurzen Tief hat die Formkurve wieder nach oben gezeigt. Ja. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, bin ich voll stolz auf ihn. Okay. Sie haben in dieser kurzen Zeit, also solche Nähte oder 2 Positionen fertig machen, ist eine Glanzleistung und alle Achtung. Super, das ist echt ein großes Dank auch für das Lob und Freude einen und das war aber auch harte Arbeit. Ja, also gestern am Abend war es schon sehr mühsam noch, aber man kommt rein und dann kriegt man es ins Gefühl und dann macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ja. Das Zertifikat haben die beiden trotzdem noch nicht in der Tasche, denn es fehlt noch etwas ganz Wichtiges, nämlich der theoretische Test. Jetzt fehlt noch der Fachkundetest. Und dann natürlich kommt noch der TÜV und im Beisein des TÜV werden die Nähte dann gebrochen. Und dann gibt es erst die Zertifikatsausstellung. Okay, also ran an die Schulbank und lernen. Ja, jetzt haben wir gerade die Prüfung gehabt von Peter Fronius und Gregor Krems-Müller. Die beiden Prüfstücke wurden vom Herrn von TÜV gebrochen. Der Leonhard hat beide geprüft und was können wir verkünden als Urteil? Naja, beide Kandidaten haben die Prüfung problemlos bestanden. Also wir haben keine besonderen Auffälligkeiten gefunden und somit kann das Zeugnis ausgestellt werden. Ja, wunderbar, also Kehlnaht und Steignaht. Genau. Es ist beides bestanden. Wie gesagt, die Protokolle sind ausgefüllt und ich werde das im Bälde dann überreichen können. Okay, ja. Gratuliere! Die beiden Herren können sofort eigentlich auf einer Baustelle anfangen schweißen. So, jetzt findet also die großartige Zertifikatsvergabe statt. Gregor Krems-Müller und Peter Fronius bekommen beide ihr Zertifikat. Sie haben es wirklich verdient, freuen sich natürlich. Jetzt sind sie geprüfte Mackschweißer. Und weiter geht's mit dem nächsten Kurs, Wickschweißen. Wir sind schon gespannt, wie sie sich schlagen. Bleibt dran!